Ich persönlich habe mich diesmal ein bisschen mehr vorbereitet als sonst für die letzten Finalspiele. Diesmal sind wir auch etwas geschwächt, weil wir mit Stand-in spielen. Es war ziemlich chaotisch die letzten Wochen, weil wir auch noch die ESEA Advanced Playoffs zu Ende spielen mussten. Aber wir konnten noch ein wenig Zeit investieren, mit Bernard wirklich intensiv nochmal zu pracken. Personally, I put in a lot of hours. I think about 90 hours past 2 weeks. We practice executes. Dude showed me the roles Manto had, so I took over Manto's roles. Natürlich wäre es besser, mit einem kompletten Team zu spielen, mit dem man auch lange trainiert hat und eingespielt ist. Manto viel Doppel-AWP gespielt als CT, viel Base gebraucht. Das heißt, wir hatten weniger dafür die anderen Spieler. Bernie dagegen ist selber eher ein bisschen supportiger Spieler. Gerade für mich ist es natürlich beim Callen ein Unterschied, wenn ich weiß, dass einer nicht so eingespielt ist mit uns. I don't know a lot of the little things and it's confusing, and also a lot of calls are in German. So in my own team, I'm the IGL of course, and now I'm not calling. I have to think a little bit about what I'm doing and what the plan is. Unser Stand-in übernimmt nicht Mantos Rolle 1:1, sondern wir adaptieren ein bisschen drumherum. Also ich sehe im Finale auf jeden Fall Sprout und ich denke, dass wir gegen Sprout spielen werden wieder im Finale. Und ja, wir spielen natürlich jetzt ohne Mantu, der natürlich auch ein sehr guter Spieler ist und auch carryen kann. Also ich denke, das erste Matchup ist auf jeden Fall das interessanteste für uns, da wir gegen Unicorns schon jetzt in den ESEA Playoffs spielen mussten. Ich denke, jetzt, wo es auf LAN ist, haben wir gegen Unicorns of Love keine Probleme. Auch wenn wir jetzt zweimal in Folge online im BO3 verloren haben, denke ich, dass wir... Ich kann es mir auf keinen Fall vorstellen, dass wir jetzt nochmal gegen die verlieren werden. Ich denke, dass wir im Finale gegen Sprout spielen werden. Ich denke, dass Sprout Touch the Crown souverän schlagen wird. Bombe liegt in der Pommes, da wird er vermutlich nicht mal mehr rankommen. Robson von vorne, von hinten, von der Seite, Knall, Bum, Bam, weg. Es ist die Runde, es ist der Sieg. Sprout zieht ein ins große Finale. Yeah, how do I feel playing against Unicorns of Love? I feel confident. I think we'll win. And against Sprout, well, we'll see. We'll see. I can't say, man. Einer Kiste, 3B, vielleicht 1 Underground, 2B, ich Hilfe, 2B. Ja, genau, 2B. Kannst du halt immer eine Smoke mit rausgehen, wenn du zwischen keine Chat Fake Scheiße machen. Ja, okay. Dann B ist alles Smoke. Tempo auf den B-Sport und JDC hat zwar einige Klicks auspacken können, aber er kriegt keinen einzigen Frag connected. Nur Kulichtis jetzt von hinten, aber Slex und Dude, die haben das im Griff. Und dann ist die Runde hier eigentlich auch weg. Ja, Kazuya jetzt im 1 gegen 4. Was willst du da machen? Du kannst jetzt eigentlich nur noch selber als Spieler rausnehmen und Geld farmen. Eine Mischung aus Palm und Claw. Oh, Stefan! Und nein, das gibt's doch gar nicht! Und das Duell, Stefan, der Left Eye Peak, das wird schwierig, aber er kann ihn jiggeln! Saustark! Diffuse geht es da, die Smoke geht drauf und das ist ein super Goal, aber schön hier! Collisions mit einer Smoke, einer Flash und keinen Füßen mehr. Jetzt ist die Position auf jeden Fall bekannt. Oh nein! Wie knapp mit 3 AP überlebt Stefan! Richtig geiles Zeug. Und es gibt ja, und jetzt ist nur noch JDC. Aber JDC im 1 gegen 4 ist raus. 16:8. Auf geht's! Das 2 heißt die Map. So, jetzt ist der Druck da. Jetzt weiß man auch bei Unicorns of Love, dass da einiges schief gelaufen ist in der Verteilung. Die Bombe tickt viel zu schnell und damit die erste Runde geordnet. Wieder einmal die Folgerunde. Er wird mit blankem Aiming hier punkten. Und er schaut euch an, wie dreist diese Nudel! Also kurz weiter. Die Bombe, die liegt. Crispy wird geholt und es ist das 11:4 für Atex. Ey, wie hat Slex den zweiten denn gemacht? Du, Junge! Ich weiß das nicht. Der 5-Step so close. Geil. Einen hier, 2! Alles war nah. Aber egal, jetzt kommt nochmal eine Flash raus und dann zack, rum.
Flex mit der AWP im Spot. Wird da komplett weggeflasht. Molly kommt spät, aber könnte sitzen. Und Dude! Kriegt aber nur einen und jetzt Stefan zieht raus. Stefan! Mann! Jugend! Wird abgesmoked. JDC hat er die Mitte auf dem Schirm. Hat er, aber Bernard ist da und es ist der Sieg für Orthodox. Es bleibt einstellig. Das Match gegen Unicorns of Love lief auf jeden Fall planmäßig und sehr gut. Wir sind super zufrieden, alles ist aufgegangen. Gerade unsere Teamseiten waren sehr stark. Auf LAN ging es jetzt auf jeden Fall besser für uns. Sie haben nicht so viel gegengeschossen wie online und es lief auf jeden Fall einfacher. Die letzte Runde lief so ab, dass ich war kurz, Chris hat gesagt, jump CT-Base runter und ich flashte durch die Smoke. Und dann waren Dustin und ich vor der Smoke und er hat durch die Smoke geflasht. Ich wusste aber, also ich habe halt gereadet, dass sie halt wahrscheinlich Anti-Flash stehen werden. Und habe dann nach der Flash einen Rechtsklick-Flash gemacht, weil die halt, wenn die blind sind, hören die halt die Flash nicht. Dann konntest du halt so halt 2 blind killen und dann am Spot dann auch noch am Ende. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall confident, gegen Sprout zu spielen. Einfach nur aufgrund der Historie, dass wir sie schon 2-mal geschlagen haben miteinander bei den Finals. Trotzdem sind sie natürlich auf dem Papier das bessere Team, daher soll Vorsicht geboten sein. Es ist auf jeden Fall sehr schwer gegen sie zu gewinnen und mal schauen, wie das Finale ablaufen wird. Ladies and Gentlemen, Orthodox gegen Sprout wird jeden Augenblick starten. Aber Dude, alleine gegen 3. Das wird nicht leicht, aber den ersten nimmt er schon mal mit. Die Glock natürlich auch stark auf Close Distance, der Kopfschuss. Da sitzt aber Syrson mit dem letzten. Very good, very good. Stark. Schön gespielt von Cressy. Und 7 Sekunden auf der Uhr. So, und jetzt muss man einfach nur die Zeit rausholen. Cressy, der Plant wird nicht mehr durchgehen. Und zack, die letzte Runde entscheidet die Zeit. Wir gucken auf ihre Granaten. Sie haben 2 Smokes, sie können also die Sandkästen separieren, aber Syrson, wichtig. Findet wieder direkt den richtigen Anschluss. Dude down, nur noch Bernard. Und der hat hier bisher... Aber richtig, da Jetzt auch. ein Kessel haben sie auch schon leer, denn den Jens und vor allen Dingen auch den Glühwein. Glühweinkessel. Ist die erste Break. Und das war die Bombe. Stefan mit dem Doppelklick. Doppelgesicht an 2 Pumps. Und dann kommt der dritte drauf und tut ihm den Ball. Also, Jetzt, das wird schwer. Orthodox tanzen auf dem Gullideckel und jetzt geht's nach vorne. Bernard, erst den Spieler nimmt er raus. Stefan ebenso fündig und Kito muss mit der Molotov Druck aufbauen und von der Seite braucht man jetzt eine Mitspiel. Schöner Laufweg von beiden. Seht es da unter Holz. Und jetzt ist nur noch Syrson mit 4 AP, der wird geholt. Was kann er sich hier noch klicken? Was ein Rennen. Könnte hier das Ace klar machen. 26-13 ist der 2-0er KD. Der kämpft alleine, aber sie geben Vollgas für ihr Team, für ihre Teams. So, Bernard und Cressy werden natürlich jetzt initiieren. Syrson wird er hier noch mehr entscheidend sein. Syrson! Und das ist es! 16:10! Sprout gewinnt die erste Wintermeisterschaft 2019. Sprout hat sehr offensiv gespielt, sie haben sehr respektlos gespielt. Es wurde viel auf Gesicht gespielt, es wurde reingepiekt viel und ja, es ist halt gut gespielt von ihnen gewesen. The grand final, for me personally, pretty bad on Inferno. I was kind of lost, but we stayed in the game. We kept like good mentality, I think, throughout the entire game. But we couldn't like get any rounds. And Sprout was just playing really confident. They kept shutting us down. In der 99 Damage Liga sollten wir vielleicht als Favorit reinkommen, weil wir jetzt gegen Unicorns gewonnen haben. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen mehr ausgeglichen, weil sie sich ein bisschen vorbereiten mit Bernard.
und wissen vielleicht ein bisschen besser, wie wir spielen, beziehungsweise wie er spielt. Ich denke mal, dass wir dann wahrscheinlich gegen UL nochmal wieder spielen werden und wir haben heute gegen sie gewonnen und ich denke, dass wir auch nächstes Mal wieder einfach gegen sie, was heißt einfach, aber wir werden nächstes Mal wieder gegen sie gewinnen. I heard Sprout isn't there, so we're gonna win it. It might be a bit of a cocky statement, but that's what I heard, so let's get it.